Hallo zusammen, willkommen zu noch einem Jamaican Tales Video, ein Jamaikaner, der in Deutschland wohnt. Wie ihr schon vielleicht gemerkt habt, heute rede ich auf Deutsch, also alles auf Deutsch, gar kein Englisch, und das ist mein allererstes Video auf Deutsch. Ja, ich habe schon ein paar Videos, wo ich ein bisschen Deutsch geredet habe, oder ich habe zumindest versucht, aber dieses Mal offiziell für das ganze Video alles auf Deutsch. Ja, ich bin schon aufgeregt, gespannt, aber ja, mal sehen, wie das sein wird. Für mein erstes Video dachte ich, also ich fange einfach an, also nichts Besonderes, einfach wer bin ich, was mache ich und so weiter. Erstmal, wer bin ich? Also mein Name ist Oshando Johnson, oder man kann einfach sagen OJ, nicht OJ, einfach OJ, also auf Englisch. Und ja, ich komme aus Jamaika, ich habe dort also für so 24 Jahre gewohnt und dann bin ich nach Deutschland umgezogen. Und ja, Jamaika ist eine Insel in der Karibik, also eine kleine Insel, also ich glaube 3 Millionen Einwohner oder so, also nicht so viel und auch sehr klein. Viele denken irgendwie, dass Jamaika in Afrika irgendwo ist, aber ja, das ist in der Karibik und das Wetter ist auf jeden Fall viel besser als was man hier in Deutschland erlebt. Also schönes Wetter, immer warm, auch wenn viele Jamaikaner sagen, ja im Dezember, boah, ist voll kalt, wenn es einfach 2 Grad kälter ist, aber ja. Für Hobbys, also das hier, YouTube ist, würde ich sagen, ein Hobby. Ich mag das eigentlich, also das macht voll Spaß, also mit Kamera zu arbeiten, also ich mag Videos und auch Fotos und ich reise gerne. Ich war schon in 77 Ländern, also einfach irgendwo anders hinzufahren und also das Land besser kennenlernen und so weiter, also sowas mag ich gerne. Und außerdem, ich liebe Joggen, also Laufen, und ich mag viel Marathons und so weiter, Wandern, Kochen. Eigentlich, solange es mit irgendwas mit Natur zu tun hat, dann bin ich voll dabei. Ich hasse meine Komfortzone, deswegen versuche ich immer irgendwas Neues zu machen, ob das für meine Gesundheit oder für Studium, für die Arbeit, egal was. Also ich versuche immer neue Sachen zu machen, weil das macht das Leben irgendwie viel besser, also zumindest für mich. Ja, deswegen bin ich manchmal so spontan, aber es gibt auch ja viel Ordnung in meinem Leben. Also nicht, dass ich einfach jeden Tag aufstehe, okay, was mache ich heute? Also auf YouTube, also poste ich also Videos, also Reisevideos, weil ja, wie gesagt, das mache ich gerne. Und außerdem also mein Leben in Deutschland, also deswegen Jamaican Tales, ein Jamaikaner in Deutschland und auch ein bisschen Sport. Eine gute Frage ist dann, warum Deutschland eigentlich? Und was mache ich eigentlich hier? Als ich meinen Bachelor in Jamaika gemacht habe, dachte ich, hey, irgendwann will ich im Ausland studieren. Ich wusste damals nicht, wo genau, einfach Ausland. Bis dann war ich die ganze Zeit in Jamaika. Ich habe nie Urlaub in einem anderen Land gemacht. Und deswegen war das auch für mich so interessant, also diese Möglichkeit einfach irgendwo anders zu leben und das irgendwie einen Weg zu finden. Deswegen wollte ich das machen. Natürlich konnte ich in Kanada, in den USA oder vielleicht in Großbritannien studieren, aber dann dachte ich, hey, das wäre eigentlich zu einfach, weil ich habe Familie oder Freunde in diesen Ländern. Das für mich dann bedeutet, das macht nicht so viel Spaß, weil wenn man irgendwo wohnt und man weiß, ja, ich habe Familie dort, ich habe Freunde dort, dann irgendwie ist das schon zu Hause und dann, das ist manchmal keine Herausforderung. Und ich wollte eine Herausforderung. Und deswegen dachte ich, hey, Deutschland wäre cool, weil das ist weit weg. Ich habe wirklich gar keine Familie oder Freunde hier. Außerdem, das Studium ist kostenlos, also ja, natürlich bezahlt man also den Semesterbeitrag. Aber das ist auch nicht so viel im Vergleich zu was man zum Beispiel in Kanada oder in den USA bezahlen würde. Deswegen dachte ich, hey, Deutschland ist eigentlich eine gute Idee. Es war mir auch wichtig, dass
wo ich studiere, dann von dort aus kann ich dann einfach reisen. Manchmal denke ich, dass Reisen war eigentlich wichtiger als das Studium. Aber das ist auch nicht schlimm, weil für mich, also ich habe viel mehr also durch Reisen gelernt als durch Studium. Damals dachte ich auch, es wäre auch cool in Deutschland zu studieren, weil ich wollte immer eine neue Sprache lernen. Damals war mein Spanisch auf jeden Fall viel besser. Ich konnte schon reden, weil ich habe das in der Schule gelernt. Wenn man in der Schule was lernt, ist das ganz anders, als wenn man irgendwo wohnt. Man muss dann irgendwie die Sprache wirklich lernen oder die Kultur verstehen und so weiter. Das ist ganz anders. Und ich glaube, das ist sogar viel, viel mehr effektiv, als was man in der Schule oder im Internet oder irgendwo machen kann. Ich wollte auch noch eine Sprache lernen. Und ich dachte, hey, Deutsch wäre interessant. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, weil interessant ist definitiv nicht das richtige Wort. Ich bin in 2017 nach Deutschland umgezogen. Das war der Anfang von so viele krasse Erfahrungen. Am Anfang war das schon schwer, muss ich sagen, weil natürlich, also du bist nicht mehr zu Hause, alles ist neu, also du hast keine Freunde, keine Familie und alles ist irgendwie neu. Eine Sprache, die du nicht verstehst. Ich habe das richtig genossen, aber gleichzeitig war das auch schwer. Dann habe ich an der Uni angefangen, also Master in Informatik war das Ziel. Und ja, das war auf jeden Fall auch anders. Also das Studium in Deutschland im Vergleich zu Jamaika, also das war auf jeden Fall ganz anders. Und ich habe, also nach meinem Bachelor habe ich so 3-4 Jahren gearbeitet. Und dann diese ersten Semestern waren so, ich muss dann viele Sachen wiederholen. Ich habe so viele Sachen vergessen. Aber ja, die letzten Jahren war, es gibt so viele Worte. Und auf jeden Fall, ich hab das alles genossen. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich habe gemerkt, also in den letzten Jahren, wie mein Leben geändert hat. Ich habe so viele Sachen erlebt und ich bin eigentlich besser geworden in so vielen Aspekten und ja, ich freue mich einfach. Aber ja, ein bisschen mehr zur Sprache, weil darum geht es in diesem Video. Ja, dass ich hier sitze und ein Video auf Deutsch mache, ist für mich schon eine Überraschung. Und ich bin auch, muss ich sagen, richtig stolz drauf. Vor ein paar Jahren konnte ich gar kein Deutsch. Also in Jamaika habe ich angefangen, also kurz bevor ich umgezogen bin, habe ich angefangen, also mit Duolingo ein bisschen Deutsch zu lernen. Aber mit Duolingo lernt man nur ein paar Wörter und vielleicht merkt man, also wie es alles funktioniert. Aber das habe ich gemacht. Und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, dann habe ich auch an der Uni einen Deutschkurs besucht. Und dadurch habe ich auch viel gelernt, also durch diesen Kurs habe ich viel gelernt. Aber was war viel mehr effektiv, war einfach dieser Austausch mit Freunden. Also meine Freunde, viele haben gesagt, hey, wir reden nicht mehr mit dir auf Englisch, vorbei. Und ich dachte, okay. Und dann musste ich also Deutsch lernen. Also das war schon hilfreich. Wenn man eine neue Sprache lernt, hat man immer diese Angst, also was zu sagen, weil man denkt, ich klinge komisch und ich denke das immer noch, dass ich komisch klinge und dann man denkt, ich mache so viele Fehler und das nervt mich, ich will nichts sagen. Immer noch ich kämpfe immer noch. Also man muss irgendwie einfach alles neu starten. Du hast schon eine Sprache gelernt, also deine Muttersprache und jetzt musst du einfach von Anfang und dann denkst du, warum mache ich das eigentlich? Also noch eine Sache, das hilfreich war, also in meiner Gemeinde, also alles ist auf Deutsch. Dann musste ich irgendwie klarkommen, also natürlich am Anfang, die haben für mich übersetzt, aber dann irgendwann dachten, wir haben keinen Bock mehr. Und die haben auch gesagt, du musst eigentlich Deutsch lernen. Und also ich wollte das auch nicht mehr, weil wenn ich dann die ganze Zeit also Übersetzung bekomme, dann habe ich keine Möglichkeit also für mein Gehirn was zu lernen oder so. Dann saß ich da und habe ich versucht, okay, ein paar Worte zu verstehen und so weiter. Und das ging irgendwie. Bis irgendwann konnte ich auch Übersetzungen in der Gemeinde machen. Also dadurch habe ich dann viel gelernt. Also dann konnte ich viel besser Deutsch verstehen. Aber es gab immer noch ein Problem mit
dem reden. Ich kann mich gut erinnern, also ich hatte einen Freund und eigentlich konnte ich viel besser Deutsch als er. Die ganze Zeit würde er irgendwas auf Deutsch. Egal was für Fehler, egal ob es irgendeinen Sinn macht oder was. Es war egal für ihn, also ob es das mit Fehlern, ob das richtig, er redet einfach die ganze Zeit. Und dann dachte ich, hey, das ist eigentlich eine gute Sache, weil es ist wirklich nicht so wichtig, dass man also alles richtig 100% sagt. Ich habe das auch gemerkt, also wenn man versucht, also alles richtig zu sagen, also ja, erstmal also konjugieren und dann ja, das und das und das und dann man ist dann bereit, was zu sagen. Und dann ist das zu spät. Also so viel Zeit hat man nicht. Deswegen ist es besser einfach etwas zu sagen. Ja, wenn ein Fehler da ist, kannst du das ja korrigieren oder manchmal ist das auch sowieso egal, weil die Leute verstehen das schon. Nachdem ich das akzeptiert habe, war das auch leichter für mich, also einfach zu sprechen. Es ist immer noch nicht perfekt, weil ich merke manchmal, dass also so viele Fehler und also auch Sprache und so weiter. Es gibt ja, eine Liste davon, aber ich arbeite immer noch daran, weil ich will das verbessern und ich finde das eigentlich ganz gut, also dass man eine neue Sprache lernen kann und ja, ich wohne in Deutschland. Es macht Sinn, dass ich Deutsch lerne. Also ich habe auch viele Freunde in der Universität und für die war das ganz anders. Die dachten, hey, ja, ich mache meinen Master und dann vielleicht finde ich einen Job und ja, ich studiere Informatik, ich brauche sowieso kein Deutsch. Und das stimmt manchmal, aber ich glaube, das Leben ist viel besser, wenn du die Sprache also kannst. Und deswegen war das auch für mich so wichtig. Ich finde es auch schon interessant, also, dass man also noch eine Sprache hat. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo anders bin, also mit Freunden, also die Deutsch können. Und wenn wir etwas sagen möchten und dass die Leute das nicht verstehen, dann hey, wir haben noch eine Sprache, die wir benutzen können. Seitdem ich mehr Deutsch rede, dann gibt es auch Probleme mit Englisch. Ich habe so viele Worte auf Englisch vergessen oder manchmal brauche ich also Zeit, um mich daran zu erinnern. Zum Beispiel jemand fragt mich also, hey, wie sagt man das auf Englisch? Und dann muss ich dann, ja, ich brauche 5 Minuten, ich brauche 10 Minuten und dann irgendwann, oh ja, so sagt man das. So, es ist schon interessant so, dass manchmal denke ich nicht mehr auf Englisch, sondern auf Deutsch. Oder ich träume auf Deutsch. Das ist irgendwie voll komisch für mich. Also vor ein paar Jahren war ich in New York und ich habe irgendwie im Traum irgendwas gesagt. Und dann mein Freund hat gesagt, ja, du hast die ganze Nacht eigentlich auf Deutsch geredet. Also, wie ist das? Ich war eigentlich komplett kaputt, weil das war 8 Stunden Flug und dann den ganzen Tag unterwegs. Ich wollte schlafen und mein Gehirn irgendwie dachte, hey, Deutsch ist einfacher, warum nicht einfach auf Deutsch reden? Also ich finde das schon interessant, also was alles hier passiert, weil man lernt eine neue Sprache und irgendwie ist es, keine Ahnung, das ist voll interessant und manchmal schon nervig. Ich sitze hier und ich versuche irgendwas auf Deutsch zu erzählen, aber jedes Mal kommt ein englisches Wort und sagt, nee, das will ich nicht, also Deutsch. Ich muss sagen, ja, Deutsch ist definitiv nicht eine leichte Sprache. Im Vergleich zu Englisch ist das ja definitiv was anderes und Gott sei Dank, ich konnte ein bisschen Spanisch, deswegen war das auch hilfreich zu verstehen, also das mit Konjugation, das Wort, ja. Also das hat mir schon geholfen aber außerdem, die Sprache ist wirklich nicht einfach, aber ich finde das auch eine schöne Sprache. Die Sprache ist eigentlich ganz cool und wegen dieser Einstellung war auch Deutsch für mich so interessant und ich wollte das irgendwie lernen. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn man eine neue Sprache lernen möchte, dann die Einstellung ist wichtig. Ja, Mann! Danke, dass ihr mein Video angeschaut habt und bis nächstes Mal.